Man muss hier wirklich nichts absägen, um Geld sparen zu können. Leider hat man mich im Legoland nicht so gut gehört, deswegen haben wir das jetzt entschieden, dass wir das nachvertonen. Um was geht es? Wir wollen Geld sparen im Legoland und haben diesen Hasen dafür gefilmt, der gerade die Säule ansieht, wo dieser Herr hier oben fährt. Hier seht ihr einen kleinen Überblick über die verschiedenen Optionen, die ihr habt, wenn ihr ins Legoland Deutschland schaut. Ihr seht, eine normale Tageskarte kostet mittlerweile 49,50 €. Da zahlt sich der Schwenk nach unten bzw. nach links auf jeden Fall aus. Eine Jahreskarte, je nachdem wie viele Leute ihr seid. Hier seht ihr Rita, sie ist auch ganz begeistert von den Jahreskarten. Speziell wenn ihr mehr Leute seid, wird die natürlich um einiges günstiger. Die reguläre Jahreskarte kostet ungefähr 80 €. Es gibt auch noch eine Jahreskarte Plus, wo dann zum Beispiel der Parkplatz inkludiert ist und ihr zum Beispiel einen Shopping-Gutschein bekommt. Den haben wir aber trotzdem auch bekommen. Und was könnte sein? Auf jeden Fall haben wir einen besonderen Tipp für euch, und zwar kostet die Jahreskarte, jedenfalls war es in den vergangenen Jahren so, dass die Jahreskarte irgendwann rund um den Black Friday, also Ende November, zum halben Preis verfügbar war. Also wir haben die Jahreskarte um sage und schreibe 39,50 € gekauft. Das zahlt sich natürlich dann schon beim ersten Besuch aus. Ansonsten, wie gesagt, schaut euch die Informationen auf der Legoland-Seite nochmal an. Es gibt auch diesen Merlin-Abenteuerpass, wo ihr in viele andere Attraktionen noch rein könnt. In Deutschland, Italien, glaube ich, ist auch dabei. Das kommt ganz darauf an, wo ihr wohnt und wie oft ihr diese Vergnügungsparks besuchen wollt. Die Parkkarte, also wo man parken kann, kostet übrigens 15 € und das hat man dann quasi mit 3-mal Parken herinnen. Christoph hat es letztens schon erwähnt, aber nochmal kurz, man kann auch sparen beim City Shop. Man muss nämlich nicht direkt in den City Shop gehen, sondern kann auch online die Produkte bestellen und spart dabei 10%. Die Produkte kann man dann später beim Jahreskartenbüro bzw. neben einem Jahreskartenbüro abholen. Genau, ihr braucht dazu nur, wenn ihr euch im Legoland befindet, auf diesen QR-Code gehen und dann könnt ihr, wenn ihr das Passwort eingebt, welches ihr hier seht, das ist rein zufälligerweise dasselbe wie letztes Mal. Ja, und ich habe gesagt, es ändert sich jeden Tag und Christoph so, nein, ist noch immer das Gleiche. Ganz egal, es gibt dort auf jeden Fall nicht alles im Legoland Shop, aber sie haben dennoch eine ganz gute Auswahl an aktuellen Sets, die könnt ihr euch dort holen und dann schaut ihr einfach am Abend, wenn ihr rausgeht, im Jahreskartenbüro vorbei und holt euch dann euer Set ab. Zahlen kann man, glaube ich, mit Kreditkarte, PayPal und Sofortüberweisung, wenn ich mich nicht täusche. Wir machen das jedes Mal bei Sets, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob wir uns die kaufen sollen. 10% ist ganz okay, finde ich. Genau. Und man zeigt dann einfach die Rechnung her und holt sich das. Rita und der Biber. Ja. Mein bester Freund, der Biber. Christoph hat gesagt, ich soll euch das zeigen. Mit jeder Jahreskarte kriegt man genau 3 Gutscheine. Zum Glück sind es ein bisschen mehr. Bei uns sieht das Gutscheinheft allerdings schon ein bisschen schlechter aus. Wir blenden euch das komplette Gutscheinheft noch einmal ein. Ihr bekommt also, was sehr interessant ist, 25% auf einen Artikel eurer Wahl, einen Einkauf, den gesamten Einkauf mit 20%, Gutscheine für Restaurants, diverse Sammelsteine und auch Freundschaftstickets, wo ihr um 16 € für eure Freunde einen Parkeintritt kaufen könnt. Genau, bei den Sammelsteinen aufpassen, denn zum Beispiel den Lego Video Sammelstein, den gibt es erst im September, von 3. bis 5. September. Den Geburtstagssammelstein, den haben wir uns schon geholt. Genau. Also auf und eine gratis Gravierung nicht vergessen. Die Gravierung dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Das Gutscheinheft bekommt ihr im Normalfall beim Jahreskartenbüro. Das heißt, wenn ihr euch die Jahreskarte holt, dann gibt euch der nette Mitarbeiter oder die nette Mitarbeiterin auch gleich dieses Gutscheinheft. Sollte es mal aus sein, dann einfach beim nächsten Mal wieder fragen.
Wir haben schon gehört, dass das manchmal ein bisschen schlecht zu kriegen ist. Es sieht auch jedes Jahr anders aus. Jedes Jahr gibt es ein paar andere Gutscheine, die da dabei sind. Aber holt euch das auf jeden Fall. Und wenn ihr da gut einkauft, wenn ihr euch da eure Lieblingssets und eure Lieblingssteine zum Sonderpreis holt und vielleicht auch essen geht, wir gehen jetzt dann zum Ritterschmaus. Nein, zum Prinz Eisenherz, oder? Oder zum Prinz Eisenherz, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall zu dem knappen Schmaus, da hast du recht, oder der Drachenfeuerwurst. Und da gibt es nämlich auch 20%. Also so rentiert sich die Ritter ist heute etwas schlecht beisammen. So rentiert sich die Jahreskarte schon ab dem zweiten oder dritten Besuch. Wenn ihr gut einkauft, seid ihr schon beim ersten Besuch im Legoland im Plus. Wie wir euch schon gezeigt haben, gibt es natürlich auch bei der Jahreskarte hier diese Gutscheine. Wir würden euch beim großen Shop auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch ein Set kauft mit 25% Rabatt oder wie ihr hier links in Orange seht, 20% auf den gesamten Einkauf ab 60 Euro. Das müsst ihr dann halt entscheiden, wie viele Sets ihr euch kauft und was besser ist. Empfehlen würden wir euch hier auf jeden Fall die exklusiven Legoland-Sets, die es nur hier zu kaufen gibt, oder ihr schaut euch in der Gegend um, wo es die exklusiven Sets gibt, die man selten für einen besseren Preis bekommt. Außerdem bekommt ihr bei vielen Geschäften, wenn ihr bis 13 Uhr einkauft, ein Geschenk. Und zwar ist das meistens 1 oder 2 Polybags, je nachdem wie viel ihr einkauft. Wir stehen hier vor dem Fabrikshop, dort haben wir das natürlich in Anspruch genommen. Wir haben ja bereits mehrere Videos über den Legoland Fabrikshop gemacht. Was ihr dort auf jeden Fall mitnehmen sollt, sind, Moment, die Kamera stellt sich jetzt nicht, jetzt stellt sie sich auf scharf. Was ihr dort auf jeden Fall mitnehmen könnt, sind diese 6er-Sets Minifiguren, die bekommt ihr um 10 Euro. Das ist ein Preis mit Accessoire, den ihr sonst wahrscheinlich nirgendwo finden werdet. Ganz neu ist, dass es einen Friends-Bereich gibt und es haben sich viele gleich wieder umgedreht und gesagt, das ist nichts, aber schaut mal vorbei, denn die Accessoires sind interessant, genauso auch wie die Frisuren. Da zahlt sich's aus, wenn man vorbeischaut. Viele Sets im Legoland Fabrikshop sind maßlos überteuert. Es gibt aber auch Perlen, zum Beispiel Blätter, Burbs, Slurps und sonstiges, welches ihr auf Bricklink oder so sonst nirgendwo günstiger bekommt. Wir empfehlen euch einfach, dass ihr euch im Vorhinein einfach ein bisschen die Preise anseht und dann könnt ihr da auf jeden Fall auch im Fabrikshop sparen. Wir nehmen hier unseren 20% Gutschein auf den gesamten Einkauf. Das heißt, dass wir dann 7,20 Euro für 100 Gramm Lego-Steine bezahlen. Das ist ein Preis, der vielleicht auf den ersten Blick nicht günstig erscheint, aber bei vielen Teilen zahlt sich das auf jeden Fall aus. Da müsst ihr halt ganz genau schauen. Manche Teile, wie gesagt, zahlen sich nicht aus, bei vielen anderen ist es aber auf jeden Fall wert, dass ihr hier vorbeischaut und einkauft. Eine kleine Information den Lego Fabrikshop betreffend, und zwar habe ich einen Mitarbeiter gefragt wegen Ritas Wassersteinen, die gab es nämlich schon wieder nicht, und da hat er mir verraten, dass es ein bisschen schwierig ist manchmal mit den Steinen dort. Es gibt einerseits zwar immer wieder andere Steine zu kaufen, andererseits ist es aber auch so, dass er hat mir gesagt, die bestellen die Steine immer schon im Herbst, wenn sie die Saison schließen, da bestellen sie die Steine für das komplette nächste Jahr und dann bekommen sie innerhalb des offenen Jahres keine Steine mehr nachgeliefert. Das heißt also, Rita hat wahrscheinlich zu viele Wassersteine gekauft oder zu viel Werbung dafür gemacht. Die sind für heuer aus und die wird es wahrscheinlich in der Fabrik auch erst wieder nächstes Jahr geben, außer sie finden noch irgendwo einen Karton, hat er gesagt. Er war sehr freundlich, aber er hat gesagt, leider gibt es keine mehr. Zum Geldsparen im Legoland zählt natürlich auch, dass man sich einen gratis Legostein in der Legoland Fabrik holt. Genau, denn wenn man sich viele gelbe Steine holt, kann man sich ja vielleicht mal ein gelbes Haus bauen. Ist der Mann auf der Suche nach Schnäppchen? Könnte sein. Das hat mich schon gerügt. Das heißt doch zum Ritterschmaus und nicht Prinz Eisenherz. So. Und dort. Den muss ich mit
nach dem Essen direkt ins Aktionszelt, wo ihr auch ein Schnäppchen machen könnt. Und zwar gibt es dort vorab gepackte 1 Kilo schwere Lego-Steine, Säckchen, die 35 € kosten. Man sieht ein bisschen rein, was drinnen ist, aber es ist nicht ganz genau zu erkennen. Also wenn dort gute Steine für euch drin sind, dann ist das auf jeden Fall wert, dass ihr dort zuschlägt. Und auch neben der Kasse haben sie erstens Videospiele und zweitens, ihr seht dort nur diesen Wecker, aber dort haben sie teilweise fabriksneue, nagelneue Lego-Sets, wo der Karton beschädigt ist, zu einem Schnäppchenpreis. Da haben wir letztes Mal viel mehr Sets gesehen, dieses Mal war es leider nur dieser Kalender oder Wecker. Genau. Und das, was mich speziell natürlich interessiert hat, war die Kleidung. 3 für 2 Aktion, und da haben wir auch zugeschlagen. Es gibt viele verschiedene T-Shirts, speziell natürlich auch für Kinder. Meine Nichte und mein Neffe wurden hier quasi neu eingekleidet, nicht nur mit Anna und Elsa, sondern natürlich auch mit Lego-T-Shirts. Also da lohnt es sich wirklich reinzuschauen, wenn es nicht das super aktuellste T-Shirt sein muss. Wobei ja Lego natürlich zeitlos ist. Außerdem gibt es hier auch verschiedene Sets, die man kaufen kann mit Ausläufermodellen, wie zum Beispiel den Trolls und Hidden Side. Es gibt auch noch anderes Merchandise. Es gibt hier Radiergummis, Blöcke, Stifte, alles Mögliche. Also da lohnt es sich wirklich einfach durchzuschauen. Ihr seht, da sind schon wirkliche Schnäppchenpreise dabei, statt 6 € um nicht einmal 1 €. Also da zahlt es sich schon aus, vorbeizuschauen. Und man findet wirklich nette Mitbringsel für alle möglichen Personen. Ganz genau. Besonders die Schlüsselanhänger erfreuen sich bei unserer Familie immer sehr großer Beliebtheit. Wir haben es euch schon gesagt, es gibt da Schlüsselanhänger meistens um 1,99 und auch 99 Cent. Falls mal eine Faschings- oder Kostümparty ansteht, sie haben auch ein Emmet-Kostüm oder ein Piratenkostüm. Und wie Rita schon gesagt hat, die Sets, bei denen müsst ihr ein bisschen genauer schauen. Sie haben zum Teil 20, 25 oder auch 30% auf Sets. Hier haben wir zum Beispiel ein paar Star Wars Sets, die sind wahrscheinlich noch die interessanteren. Bei den anderen wie Hidden Side, Trolls, teilweise auch Friends oder Duplo-Sets, da müsst ihr schon ein bisschen genauer hinschauen, denn es kann sehr leicht sein, dass die draußen in der freien Wildbahn noch um ein Stückchen billiger sind, vor allen Dingen, wenn ihr irgendwo im Internet schaut. Wir haben zum Beispiel hier diese Hidden Side Sets gesehen, die kosten nur 20% weniger als der UVP war, und die waren eigentlich die gesamte Laufzeit auf Amazon günstiger, und das, obwohl sie damals ja sogar noch im Sortiment waren. Genau, was man jetzt gerade auch schon gesehen hat, man hat den Friends Adventkalender gesehen. Irgendwo hinten haben wir dann auch den normalen Adventkalender noch entdeckt. Finde ich auch eine coole Sache, dass man die verbilligt hier kaufen kann, denn ein Adventkalender geht ja quasi, ja, ist ja immer gut, und da muss man ja vielleicht auch nicht immer den aktuellsten haben. Wenn man den vom Vorjahr noch nicht hat, ist das auf jeden Fall auch ein guter Spartipp. Und natürlich auch die Tassen, da haben wir ja letztens schon zugeschlagen. Dieses Mal haben wir keine mehr mitgenommen, denn das waren doch ja einige, die da mitgegangen sind. Aber um 3,99 €, genau. Und hier, wie Rita schon gesagt hat, sind Adventkalender Harry Potter und Friends, die auch zu sehr annehmlichen Preisen hier ihr Dasein fristen. So räumt man in Italien eine Wohnung aus. Da wird einfach die Couch durch das Fenster über die Leiter transportiert. Finde ich auch mal eine ganz nette Idee. Das wäre nichts für mich, denn obwohl ich nicht direkt Höhenangst habe, aber das traue ich mir nicht zu. So, Christoph hat noch einen Tipp für euch. Ja, unser Tipp ist folgender, und zwar, falls ihr auf der Suche nach Souvenirs seid, wir haben hier jede Menge T-Shirts gekauft in Kindergrößen, Schlüsselanhänger hat es gegeben und so weiter und so fort. Ein Haul-Video dazu kommt auch auf jeden Fall noch, auf jeden Fall. Auch solche Schlüsselanhänger wieder. Die solltet ihr auf jeden Fall im Schnäppchenzelt kaufen, denn dort sind die wirklich extrem günstig. Wir haben für die T-Shirts 5 € bezahlt, 2 + 1 gratis. Wie gesagt, Schlüsselanhänger für 99 Cent, Verzeihung. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach Souvenirs für eure Familie und Freunde seid, dann kauft ihr auf jeden Fall, wenn ihr nicht das neueste Zeugs haben wollt, im Aktionszelt, denn dort werdet ihr sicher was finden, das für einen sicher ganz angenehmen, attraktiven Preis. Es gibt dann noch immer diese eben 3 für 2 Aktion für Taschen und für T-Shirts.
beziehungsweise Bekleidung. Also das im Kopf behalten, und wenn es nicht gerade das aktuellste T-Shirt sein muss, dann ist das natürlich eine super Idee, sich das dort zu holen. Oder wenn ihr Emmet sein wollt, gibt es auch dort. So, wir sind wieder zurück beim Schaf. 2 kleine Tipps noch. Erstens, merkt euch, wo ihr geparkt habt, denn es haben sich schon Personen verlaufen. Da sind immer so nette Schilder mit irgendwelchen Tieren oder einem Skelett oben, einfach das merken. Zweiter Tipp, wenn ihr eure Sachen holt, die ihr abgegeben habt, dann bitte unbedingt dieses farbige Kärtchen mit euren Namen mithaben und natürlich auch die Rechnungen, denn es wird beides kontrolliert, ob ihr beides habt, und ansonsten bekommt ihr die Einkäufe nicht. Das wäre schade. Wir hoffen, dass wir euch beim Sparen helfen konnten und dass ihr so euren nächsten Legoland-Trip noch mehr genießen könnt, genauso wie wir. In diesem Sinne, macht es gut. Christoph ist schon so fertig, weil er so viel geshoppt hat. Ich könnte es auch noch brechen, aber ich lasse reden. Sehr gut. In dem Sinne, baut was Schönes, und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Vielleicht sogar im Legoland. Meine Haare sind heute irgendwie vom Regen ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, wenn ihr ins Legoland fahrt. Ja. Und bis bald. Tschüssi. Tschüss.